zeigen wir dir, wie du deinen neuen Hinterbauständer Fox SUV sowohl für Hardtail als auch Fullies montieren kannst. Beginnen wir mit der Montage am Hardtail. Vergewissere dich zunächst, dass alle in der Montageanleitung angegebenen Teile im Lieferumfang enthalten sind. Zuerst verkleben wir die zwei zum Schutz beiliegenden Gummizuschnitte am Ständerkopf und am Prisma. Anschließend stecken wir uns die M6-Schrauben inklusive U-Scheiben in den dafür vorgesehenen Löchern vor. Positioniere nun den Ständer vorne an der Kettenstrebe und positioniere das Prisma auf der anderen Seite der Strebe dahinter. Beachte, dass vorher in den dafür vorgesehenen Löchern am Prisma bereits die jeweilige Mutter zur Schraubenbefestigung eingesetzt werden muss. Nun musst du die 4 Schrauben locker in den Prisma eindrehen und den Ständer so locker befestigen. Wichtig: noch nicht festziehen. Als nächstes bereiten wir die Kralle vor. Stecke dazu die dazugehörigen Distanzscheiben auf. Wichtig: es werden immer alle Distanzscheiben benötigt, um die Einschraubtiefe zu gewährleisten. Diese können jedoch je nach Durchmesser deiner Sitzstrebe von beiden Seiten aufgesteckt werden. Im Anschluss drehst du die dazugehörige Schraube ein. Verklebe nun an der Position an deiner Sitzstrebe, wo später die Kralle sitzt, den länglichen Gummizuschnitt, um den Lack zu schützen. Positioniere die Kralle und befestige sie mit Hilfe der Schraube zunächst locker an deinem Ständerkopf. Sämtliche Teile sollten nun locker befestigt, doch nach wie vor beweglich sein. Nun benötigst du einen Drehmomentschlüssel mit 5 mm Innensechskant, um die Schrauben im Prisma festzuziehen. Ziehe die 4 Schrauben mit 1,5 Newtonmetern fest. Anschließend noch die Kralle mit Innensechsrund TX20 auf 4,5 Newtonmeter festziehen. Wenn alles fest sitzt, kannst du den Deckel am Ständerkopf einsetzen. Einfach drücken und einrasten lassen. Zu guter Letzt müssen wir noch den Neigungswinkel des Rades einstellen. Dieser muss zwischen 6 und 10 Grad liegen. Um den Neigungswinkel anzupassen, lässt sich die Beinlänge des Ständers werkzeuglos durch Drehung verstellen. Hast du das Bein richtig eingestellt, ist die Montage am Hardtail abgeschlossen. Kommen wir nun zur Montage am Fully. Die Besonderheit liegt hier darin, dass statt der Kralle Leiste, Schieber und Kabelbinder beiliegen, damit der Ständer mit der Federung mitlaufen kann. Auch hier verkleben wir zunächst die Gummizuschnitte am Ständerkopf sowie am Prisma. Anschließend bereiten wir uns Leiste und Schieber vor. Stecke dazu die Leiste so in den Schieber, dass deren flache Seite zur offenen Seite des Schiebers zeigt. Anschließend klebst du am Schieber den länglichen Gummizuschnitt auf. Setze die vorbereitete Kombination von hinten auf den Ständerkopf und ziehe die Leiste mit Drehmomentschlüssel auf 4 Newtonmetern am Ständerkopf fest. Positioniere nun deinen Ständer im Rahmendreieck und fixiere diesen locker mit Hilfe der M6-Schrauben inklusive U-Scheiben und Muttern am Prisma. Nun den Schieber an der Sitzstrebe ausrichten und spielfrei mit den Kabelbindern festziehen. Anschließend die Schrauben im Prisma mit 1,5 Newtonmetern anziehen. Sitzt alles fest, kannst du den Kabelbinderüberschuss mit einem Seitenschneider abknipsen. Noch den Deckel am Ständerkopf feststecken und das Ständerbein werkzeuglos in der Länge verstellen, bis der Neigungswinkel deines Fahrrads zwischen 6 bis 10 Grad liegt.
Und schon ist die Montage des Fox SUV Fully abgeschlossen. Wir wünschen eine gute Fahrt.